Oder irgendwas. Oh, das war der Platz. Hm? Wie genau? Wo komme ich hier raus? Ist das eine Tür? Ah, oh. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the Justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Ungleich ihrer Aufmachung hat sie, glaube ich, ein Geo oder Pyro-Dingens auf ihrer Schuld. Ich glaube Geo. Vision. Na gut. Navia. Ob nach ihr die Linie benannt ist? Vermutlich. Alright, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Da, Geo. Siehst du? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent.
No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lenny's tricks. Thanks! Ja, danke fürs Unterbrechen meiner Investigation. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here, at least, not from that point on. I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Melusine, Thank you for your help. This will be useful info. Das rechtfertigt, dass sie nackt sein dürfen? Ein- und Ausgänge des Opernhauses. Während der Suche ließ niemand in Opernhaus im Vorfall durfte. Okay. Dann ist sie wohl noch hier oder unter einer anderen Identität. Performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well,
let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick.
I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Er erklärt ausführlich, wie es mit dem Zaubertrick funktioniert, damit er das Doppelt mit beschichteten Schrank soll den ausgewählten Mädchen aus dem Publikum durch einen Tunnel auf die andere Seite transportiert werden. Selbst sollte diesen Tunnel ebenfalls nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Währenddessen übernahm Lynette die Kostüm wechseln. Okay, ja, das habe ich schon fast gedacht. Durch der Bühne, ein Zauberschrank auf der Bühne, steht an der Rückseite ein Fach, wo sich Lynette sich mit Hilfe von Linnys Kleidung hat versteckt, um gegen Ende des Tricks aufzutauchen und anscheinend zu erwecken, dass Linny augenblicklich auf der gegenüberliegenden Seite wechseln kann. Die Grüne stehen zwischen außer darunter liegt ein Tunnel. Den Schrank mögliche Zustellung für den Fangen wir hier an. Das Steuergerät für den Rollwagen sein, es scheint automatisch zu funktionieren. Tunnel aus zurück zum Schrank zu gelangen, ist eine Leiter erforderlich. Okay. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Zurückgelassenes Hakenseil. Die vom Boden. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear? And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Zerbrochene Vase. Wahrscheinlich. Okay. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Und sagt sie nichts davon, dass man hier irgendwo kleiner messen müsste. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Was ist mit ihrer Brille los? Die hat sich also umgezogen, ne? Okay. Vor der hohes Maß an Präzision, die Schienen festgelegten Strecke zu halten. Okay. Da sind noch ein paar Sachen. Da sind alte Zauberrequisiten und Kostüme wahllos verstaut. Ah, okay. Dadurch konnte sie abhauen. Rollwagen ist das Schlüsselwerkzeug, mit dem Zaubertrick transportiert werde, der dann genau dann benutzt. Der hat genau das benutzt, um seinen Plan durchzuführen. What is this place? Das ist wie eine
Lüftungsöffnung. It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Die Lüftungsöffnung des Tunnels sieht so aus, als könnte sie gerade noch eine Person durch den Gucken ermöglichen, aber mit dem vermissten Mädchen zu verschwinden scheint unrealistisch zusammen. Seems we're just about done investigating down here. Yes. Let's head back up. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnel's become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the Oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the Oratrice. To put it simply, it's as if the Oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neuvillette called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such— Just kidding!
just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowl before making her escape? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guards said that she has never had any dealings with the magic troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell
smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right! Paimon only counted 3! Honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No! Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right, thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Möglichkeit der Beteiligung eines Dritten. Sowohl Kaul als auch Halsey fehlt es an Motiven. Haben wir nach einem Gespräch mit Navia. Möglichkeit einer Beteiligung an einem Dritten wahrscheinlich. Alright, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Kann ich die irgendwie angucken, die Notizen? Hier ist es nicht, ne? Das, Notizbuch, nein. Warte auf die öffentliche Veranstaltung am nächsten Vormittag. Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. Tada! Sind doch schon alle weg. What do we do? The whole situation is so confusing. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well,
How did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on! Something's not right here. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose.
This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Wieso fehlt hier noch was? Hier auch noch. Vielleicht kommt das jetzt. Hey, Linny, why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Ein Zauberer ist auf jeden Fall in der Lage, andere das Licht zu führen. So Mr. Graf zusammen mit den anderen Mitarbeitern des Hauses des Gebietes hier in Fontaine. Wir müssen irgendwas geplant haben. Früher von den Vertue getäuscht und jetzt? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. Das ist nicht gut. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. Und dann einige wichtige Informationen zurückgehalten. In that case, what is your request? Bitte mal eine kurze Vertagung. Es gibt Dinge, die wir besprechen Is that müssen. really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Wenn die Verhandlung vertagt wird, trefft ihr euch mit Linney und Lynette in der Bühne. Hinter der Bühne des Oraktrice. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal.
At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Huh? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Tunnel betreten, Öffnung. Oratrice-Kern. Momentchen. Tunnel betreten hat, gelangt nicht. Okay, ja. Daher wurde auch die Zeuge, dass er. Okay. Ich gebe an, dass er eine bisschen auf das gemacht. Bestimmt ist der Oratrice-Kern selbst schuld. So sieht es nämlich aus. Was ist hier noch? Achso.
Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Noch gemutet. Ermittlern anhand der Schilderungen der Ereignisse in der Gegenseite, welche Aspekte ihrer Aussage nicht stichhaltig sind. Anhand der Beweise und Hinweise, die im Laufe der Untersuchung des Falls gewonnen wurden, können die unhaltbaren Aspekte des Falls widerlegt und durch neue Schlussfolgerungen ersetzt werden. Okay. Wenn du das Publikum in einer Gegenargument überzeugst, kannst du mehr Unterstützung für den eigenen Standpunkt führen. Die Oratrice wird diese Veränderung deutlich machen. Sobald alle unhaltbaren Aspekte identifiziert und widerlegt sind, wird der Widerlegungskreis abgeschlossen und die Wahrheit offenbart. Eieieiei. As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. Was war eigentlich mit Lynette? So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Ja, das kann ja alles nicht stimmen. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? Ja. The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linney experienced and what he saw. Okay. Ich helfe mir. Hat der Tunnel betreten, der Beweis, der die Ausführung der Gegenseite widerlegen würde, wäre... Daher wurde er auch... Nein. Das Kleid der vermissten Häuser wurde unbekannt und wissen dürfte. Geräusche in der Zaubershow. Oh. Seems this won't produce a Da muss es das hier sein. Oh, echt jetzt? Oh, ich bin ein schlechter Detektiv. In Bezug auf Linney hat den Tunnel betreten. Das gibt doch alles keinen Sinn. Wirklich? Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Ach, für die habe ich gar keine Widerlegung. Oh. Okay. In Bezug auf Linney hat Halsey angegriffen. Der Beweis, dass der Ausführung der Gegenseite widerlegen würde, wäre...
According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Befand sich Linny zu der Zeit wirklich im Tunnel. Linny schlug Halsey mit einer Vase nieder und zog in Kleidung, nicht erkannt werden würde. Nee. Hierfür habe ich keine Widerlegung, huh? Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Ja, aber das ist doch keine Widerlegung von dem, was da steht. Was zur Hölle? Linny hat Cowell bewusstlos geschlagen. Er gerade dabei war, das Verbrechen zu begehen, wurde von Cowell überrascht, woraufhin Linny diesen mit einer Blumenvase niederschlug. So kann man es einfach verurteilen, war der Vorfall bereits geschehen, als Linny in den Tunnel zurückkehrte. Alles, was er sah, war... Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! Gott, echt Paimon? Wirklich? Ich habe den letzten Punkt noch nicht mal... When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. Das ist doch alles auf seine Aussage bezogen. Okay. Also rein rechtlich ergibt das überhaupt keinen Sinn, was die hier nur mal so, aber ist ja egal, ist ja nur ein Spiel. Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Außerdem halte ich auch eine Erklärerin für fehlerhaft. My reasoning? Die Requisiten auf der Bühne. If Howell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Erinnerst du dich noch daran, wie du Linnys Alibi widerlegt hast? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance.
via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Wähle die Zahnräder auf dem Bildschirm, um die entsprechende Fallabfrage anzuzeigen. Wähle die jeweiligen Antworten und fülle die freien Felder aus, um die Richtigkeit der Schlussfolgerung zu überprüfen. Im Falle eines Fehlers musst du erneut aus den verbleibenden Möglichkeiten wählen. Die Fragen richtig beantwortet wurden. Weißkarte abgeschlossen. Oh Gott. Ermittlungsbericht der Gendarmerie. Den Ermittlungen der Gendarmerie zufolge entzündete die vor der Zaubershow gezündeten Feuerwerkskörper das Seil an den Wassertank befestigt war, wodurch dieser herunterfallen zu versuchte. Ja, okay. Nachdem Linny von jeglichem Verdacht freigesprochen wurde, wären da nur noch die restlichen Mitglieder der Zaubertruppe, die sich an den Zauberrequisiten hätten zu schaffen machen können. Wer hat den Täter über die Bühne auf der Bühne aus? Wie hat der Täter den Unfall auf der Bühne ausgelöst? Okay. Das war eigentlich der Aufführungsplan. Nun erklärte ausführlich, wie der Zaubertrick funktionierte. Mit Hilfe des doppelten beschichteten Schranks sollte das ausgewählte Mädchen aus dem Publikum, die im Schrank befand, durch einen Tunnel auf die andere Seite transportiert werden. Linné selbst sollte zu diesem Tunnel ebenfalls nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Währenddessen übernahm Lynette nach dem Kostümwechsel und der Assistent gemeinsam mit in Interaktion auf der Bühne. So dass die ausgewählte Zuschauerin auf dem Vorfall beleidigt war. Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus unbekannten Gründen im Tunnel zurückgelassen. Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? Also entweder Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? Na, ich glaube, die war's. What? The deceased's name is Cowell. Aber was sagt das mit dem Kleid? Das ergibt doch keinen Sinn bei ihm. That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Okay, wie konnte man vorher wissen, dass Linné keine Möglichkeit hatte, das Verbrechen zu verhindern? No one entered or left the opera house through its entrances. So where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have... Halsey's clothing was in the tunnel. So there must have been some fear that she would attract attention. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Linny was not in the tunnel at that moment.
Wie lässt sich beweisen, dass es im Tunnel zu einer Auseinandersetzung kam? The sound we heard may have come from a clap. Wer ist derzeit Hauptverdächtiger? The deceased's name is Cowell. Wohin ist die vermisste Hause verschwunden? It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Ja, aber nicht nacheinander. Letzte war falsch. No one entered or left. Was wollen die immer mit diesen... Also, das ergibt... Clothing was in the tunnel. Sie hat sich verkleidet, oder was willst du mir sagen? What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? I see how it is. Das musste passieren, oder was? All just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Hat sie als Gendarmerie verkleidet. Nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Hä? Wasser? Schlussfolgerung richtig. Okay, danke. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the Traveler's judgment.
The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Wasser des Urmeers. Eine Flüssigkeit, die von der Gendarmerie in Karls Gepäck gefunden wurde, scheint die Fähigkeit zu haben, Menschen aus Fontänen in Wasser aufzulösen. Oh, das klingt aber nicht gut. The deceased's name is Cowell. Das ist der Hauptverdächtige. Rechtshilfe oder Tat zur Verfügung Zeitpunkt des Auflösens zu kontrollieren. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. Welchen Hilfsmittel hat der Täter den Mechanismus, mit dem das Verbrechen begangen wurde, versteckt? Lynette was in the magic box on stage the entire time. I remember there was something else within the inner layer of that box.
Schlussfolgerung richtig. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowl would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cowl's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no! Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings.
Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Linny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there, and I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief! Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lily-Ann's perspective.
The strange sound wasn't from a fight. It was Lily-Ann's attempt to break out when she was frightened. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lily-Ann and Cowl. Lily-Ann was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced thief. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lily-Ann panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lily-Ann had not dissolved. He did not know that Lily-Ann was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lily-Ann back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top, knocking Cowl out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. That she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events.
The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowl entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately.
we're just going back now? That's true, but... Traveler, Paimon! Please wait. Lenny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Sarita to first use the Gnosis' power once she obtains it.
She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! So. Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navia's treating, count Paimon in! Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal! Präludium von Blanchard und Nossier. Hopp. Opfere des Lucinbrunnens. Okay. Halbautomatische Schmieden. Jetzt geht's hier los, Freunde der Nacht. So, ich muss aber mal kurz pinkeln.
Und bin also gleich wieder da. First get into position like this, then move like that. Yep, that's it. Take a deep breath, as if you're about to blow up a huge balloon. Exhale all your sleepiness into it, and then, poof! It's now flying away. So. Upsala. Da sind wir wieder. So. Das ist die Frage, das war die... Ach, guck mal, jetzt kommt der zweite Akt. Okay. Lass mal gucken, hier haben wir jetzt ein paar... Erster Akt. Nice. Jetzt kommt direkt der zweite Akt. Okay. Ne, da habe ich jetzt keine Zeit für tatsächlich. Aber Bauplan für Schmieden der Waffe und Fontänen kaufen. Okay, warte mal. So, na, ich glaube, wir werden jetzt noch einmal ein bisschen rollern. Und dann es erstmal gut sein lassen. Dann mache ich erstmal ein bisschen Pause. Bin vielleicht heute Nacht wieder da. So, mal gucken. Jetzt ist die Frage, worauf rolle ich hier? Ach, da ist Lynette auch bei. Oh ja, dann rolle ich auf jeden Fall auf Jelan, glaube ich. Ach, bin unentschlossen. Aber Jelan ist einfach zu gut. Ach, schon mal ein Blümlet. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ah, ich habe übersprungen, aber sie ist es. Nice. Ah, sehr gut. Ah. Oh, dann kann ich ja den Rest jetzt hier rein. Manchmal läuft es einfach so. Eine Barbara, die ich nicht brauche. Oh, da bin ich schon. Mal eben hier die kaufen. 15 Tage. Sternstaub. Okay. Alter. Noch ein paar Barbaras. Okay, da hört es auch schon auf. Ja gut, aber Jelan, nice. Jelan ist perfekt. Die ist so ein krass guter Supporter. Die kann man nicht einfach nicht ziehen. Und ich bin mir sicher, dass Linne nochmal wieder im Banner sein wird. So.
Schwerter, Schwerter, Schwerter. Opfergroßschwert. Ich glaube, davon habe ich noch nicht so viele. Vielleicht auch doch. Keine Ahnung. 3. Das reicht nicht ganz. Ne, kann ich noch keins hinrollen. Ja, schön. First get into position like this. Then move like that. Yep, that's it. Dann werden wir jetzt oh. Nice. Das ist eine gute Frage, ne? Ela, wo bist du da? Let's go get ourselves some answers. Ich muss noch rausfinden, warum sie so stark ist, aber sie ist in den besten Kombos einfach mit dabei. Anscheinend irgendwie so krass supportbar wie Xingqiu. Also so eine krasse Supportfähigkeit wie Xingqiu. Muss ich auch noch gucken, wieso und warum, aber 50 Gebete. Easy. So, ne, damit bin ich zufrieden. Hätte ich jetzt Lynne gekriegt. Das ist im Prinzip ein Feuer-Ganyu, der ein bisschen schlechter performt. Ja. Und Ganyu benutze ich ja auch nur als Support. Na, guck. Also, wo das alles noch hinführt. So. Oh, da vorne der Teleporter, ja. Den habe ich vorher nicht mehr holen können. Echt krass. Hübsch hier die Architektur. Was hier sind einfach hin und wieder, weshalb Programmmarkierungen unter eingehenden Sphären entdecken, in diesen kleinen Eckmarkierungen versehen sind. Das sind Leute, an entsprechenden Orte auf unterschiedlichen Ebenen der Karte befinden. Sobald du die Karte entsprechende Ebene freigeschaltet hast, kannst du diese Markierung wählen, entsprechende Karte öffnen. Markierung. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu entdecken. Wenn sich Kreise in markierten bestimmten Reihen Kartenbereiche zum Beispiel für andere nicht auf der aktuellen Kartenebene befinden, werden sie. Ach, okay, das wusste ich auch noch nicht. Dann wird der Karte einmal in diesem Gebiet warst, kannst du mit Hilfe der auf der rechten Seite wechseln. Okay. Ja. Wo ich da jetzt aus Versehen mal drauf geklickt habe, oder was? Ah, verstehe hier. Ah, es wechselt automatisch. Alter, krass. Wichtige Information. Mehrschichtige Karte. Es gibt ein. Wow. So, Das sieht also da mit ihrem Jäckchen, wo da die Arme so rumwedeln, das sieht schon cool aus, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass es so stylisch ist. Naja. Gucken, ob ich diese ohne weiteres upgraden kann. Vor allem mit was? Ich hab da was. Ach, die Muscheln, ja. In my line of work, combat skills are essential. Völlig uninteressant, was ich hier gerade mache.
Ah, die Teile. Runenzahn. Von Ruinenschlangen. Ah. Na gut. Sometimes you have to strike hard and fast at just the right moment to expose the lies while avoiding any unwanted interference. Okay. Was immer du sagst, Girl. Na, guck mal, einmal kann ich noch. Ich kriege einfach Crit dazu. Das ist schon ziemlich geil. Ich fürchte, jetzt ist allerdings Schluss. 875. 75. Ja. So, jetzt brauche ich hier neue. Okay. Glückswürfel. Na, das wird ja interessant. Welche Dings braucht sie denn? Wohlstand? Ach du Scheiße. Bin mir sicher, davon habe ich nicht besonders viele. Montag, Donnerstag und Sonntag. Okay. Haben wir erst morgen. Goody Gumdrops. Hier holen wir uns noch die schönen Dinger ab. Ich wieder 5. Naja. Okay. Ja, Yelan. Also, Yelan, wenn man sich die stärksten Teams im Abyss anguckt, ist Yelan immer mit dabei. Keine Ahnung wieso. Das muss ich noch rausfinden, aber dafür gibt es ja Discords und so, ne? Ja, Amber sieht ziemlich cool aus. Aber das ist ihre Waffe da, ne? Muss mal gucken. Ich habe bestimmt noch einen Bogen für sie. So, was habe ich hier jetzt noch freigeschaltet? Ah ja. Hier mal ganz viel Moore ausgeben. So, jetzt könnte ich noch... Dailies könnte ich noch machen. Ah, das ist dieser Brunnen. Ah ja. Stimmt, hier kann man irgendwie Scheiß abgeben. Wirf die Hydrosiegel, die du auf deinen Abenteuer in Fontänen sammelst, in den Lucine-Brunnen außerhalb der Opera Eclipse, um dessen Stufe zu einer wertvollen Belohnung zu erhalten. Okay. Ah ja, das sind die Hydrosiegel. Okay. Ich habe 0. Nice. So. Ja, 50. Okay. Das wird ein bisschen dauern. Jetzt habe ich in Sumero alles vernachlässigt. Kann mich echt hassen deswegen, aber... Was hast du eigentlich für ein Special? Lass mal gucken. Bringt bei 20 Stunden Liebe 25% Belohnung. Das ist gut. Mehr Kohle ist mehr besser. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. So. Ja, das ist die Archonten-Quest. Die machen wir jetzt nett. So, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber... Weil die letzte hat 4 Stunden gedauert. Gibt's auch noch ein paar. Urgestein. Oh, yes. Oh, geil. Land der schönen Quellen. Ja, so richtig erkunden war ich hier noch gar nicht, ne? Aber ich kann ja mal... Wo haben wir es denn? Ne? Reiseführer. Halbautomatische Schmieden. Das interessiert mich jetzt. Da. Ja, die hat noch kein Gian und nix, aber ist ja erstmal egal.
Halbautomatisches Schmieden. Hier ist das. Von Fontaine. Estelle. Erzähl mir was. Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Obwohl das Material dasselbe ist, stimmt die Schlagkraft... Oh, fuck. Sollte ich die entsprechende Kraft der voreingestellten adaptiven Mechanismen anwenden, sind die Schmiedeverfahren angepasst. Autos in der Nähe betrachtet ziemlich erstaunlich und ich höre mal das Ding des Eisens ganz von alleine. Bei dem Tempo braucht man wohl gar keinen Schmied mehr. Aber diese Maschine ist noch nicht intelligent genug für das Schmieden ohne Schmied. Bei jedem Schmiedevorgang muss unzählige Feineinstellungen vorgenommen werden und der darauf folgende... Okay. und der darauffolgende Abschrecken des Polieren ist auch reine Handarbeit. Aber das werde ich doch als eine vollautomatische Schmiedemaschine machen. Wie sieht es aus? Willst du etwas geschmiedet haben? Jetzt kommt die Leistung der Hammermaschine an. Dann passt gut auf. Oh, dann bist du ja nicht die Inhaberin, sondern auch die Schmiedin? Richtig geraten. Ich nehme in den beiden Rollen ein. Ich nehme beide Rollen ein. Was denn? Sieht man mir das nicht an? Alle Leute, die das zum ersten Mal hören, schauen so überrascht rein wie du. Die hat doch gar nicht diese muskelbepackten Arme und ist noch schmächtiger als ganz gewöhnliche Leute. Ja, genau. Das kann man überhaupt als Schmied arbeiten. Das hat man natürlich nicht gedacht, aber das hast du doch gemeint. Ah, schon gut. Der Zweck dieser Maschine ist es, jemand, der so schwach ist wie ich, als Schmied arbeiten kann. Menschen benutzen Werkzeuge und können mit besonderen ausgeklügelten Werkzeugen das Unmögliche möglich machen. Es gibt Leute, die sagen, dass maschinellen Schmieden fehlen der Geist des Handwerks, aber für mich sind die Maschinen genauso wie ein Werkzeug ein Hammer. Ich würde zu gern sehen, wie diese Leute mit bloßen Händen Metall in Form bringen. Aber ich schweife ab. Also, ich werde euch ganz gleich zeigen, wie ein scharfes Schwert schmiede, aber wir haben anscheinend nicht genug Materialien. Herrje, das letzte Experiment, was wir hat viel zu viel verschlungen. Was machen wir denn jetzt? Paar man weiß es. Als nächstes muss der größere Hebel gezogen werden. Dadurch verwandelt sich die Schmiedemaschine in ein Uhrwerkmecher und geht selbstständig auf die Suche nach Material. Ja, das wäre schön. Eine Maschine, die selbstständig nach Material sucht. Das klingt notwendig. Aber wie identifiziert sie die verschiedenen Materialien durch die Lichtprojektion an der Oberfläche? Oder der Estelle? Oh, Entschuldigung, meine Gedanken sind abgeschweift. Es tut mir leid, aber die Hammerschmiede ist eben nur einfach eine Hammermaschine. Sie kann sich nicht transformieren und frei bewegen. Jemand muss sie mit dem Material bestücken. Ach so. Übrigens, wenn ihr verschiedene Materialien gesammelt habt, könnt ihr mir sie gerne bringen. Ich brauche immer welche für die Experimente und die Kalibrierung. Als Belohnung gebe ich euch die Entwurfszeichnungen von den Produkten aus der Werkstatt. Ich wittere den Duft von Betriebsgeheimnissen. Warum nicht? Mich interessieren nicht die geschmiedeten Produkte, sondern die Werkzeuge, die sie hergestellt haben. Die Hammermaschine mit neuen Materialien zu testen und Daten zu sammeln, auch helfen, die Produkte zu verbessern. Die Entwurfszeichnungen daher eher zweitrangig. Also, nicht nur traditionelle Schmiedematerialien, ihr könnt gern alles mitbringen, was ihr für nützlich haltet. Wir sollen sich noch weiter mit ein paar wirren Zeichnungen reinlegen und wenn wir dich suchen wollen, weil wir merken, dass wir etwas nicht stimmt, finden wir nur einen leeren Laden und selbst die Hammermaschine ist weg. Wie kommst du denn darauf? Dies als langfristige Partnerschaft. Da zählt die Reputation mehr als alles andere. Ich bürge für die Qualität meiner Entwurfszeichnung. Und selbst wenn ich mich aus dem Staub machen würde, der Hammermaschine werden nicht so leicht Beine wachsen. Du hast recht. Dann ist es abgemacht. Ich hoffe, der Partnerschaft auf der Seite auf was für Materialien bringen werdet. Okay. Also, worum geht's hier? Was ist hier der Deal? Halbautomatische Schmieden. Ist schon fertig. Da. Womit kann ich dienen? Ich möchte Waffen kaufen. Oh. Was sind das? Ich kann tatsächlich Waffen kaufen. Schmiedepläne eintauschen. Okay, da steht natürlich nicht, was ich sammeln muss, ne? Die kenne ich, das sind diese Makarotten. Ah, die kann ich ja bald alle einfach kaufen. Okay. Ach, da oben ist die. Stopp, da oben war die Währung. Ah, warte mal. Da. Blasenmandarine. Gezeitenalge und Kondensenzkristall. Ah. Ja, das wird sie mit der Zeit regeln, dann die kriegt man dann bestimmt alle. Okay. Coolio.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? So, was haben wir dann noch? Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen erkunden, aber... Ach, was ist das denn? Da. Angelverein Fontaine. Geil. Die Frage, gehe ich von hier ab? Oder... Also das da oben habe ich ja glücklicherweise schon geholt. Von dort aus kann ich ja eigentlich zu allen Umliegenden fliegen. Weil das so schön hoch ist hier. Richtig? Take it easy. Ich take hier gar nichts easy. Ja. Theoretisch müsste ich die doch schon von hier schon sehen können. Siehst du? Da ist auch noch eine. Guckt euch das an. Uhrwerkmecher-Apparate, der dank Fontaine spezieller Energie entstanden ist. Über 3 Energie. User, ausgeglichen und Pneuma. Die Zustände können geändert werden, wenn der von der Energie angegriffen wird. Von der entgegengesetzten Energie angegriffen. Von den 3 sollte der Zustand ausgeglichen der richtige sein. Aber bei vielen Dingen auf der Welt ist das, was richtig ist, selten gewöhnlich. Okay, aber woher weiß ich denn, was Pneuma und was... What? Freunde. Okay, warte mal. Pneumosia Aufbewahrungsbox. Eine super sichere Aufbewahrungsbox, die absolut unmöglich zu öffnen ist. Es sei denn, man achtet explizit auf ihre Energiesignatur. Handelt es sich um Usia oder Pneuma-Energie? Mithilfe von Angriffen der entgegengesetzten Energie lässt sich die Box dann schließlich entriegeln. Okay. Spiel, du hast mir noch nicht erklärt, was Usa und was Pneuma ist. Pneumosia Energieblock. Die Energieblöcke, die sowohl auf natürliche als auch auf künstliche Weise erzeugt werden können, unterteilt das Pneuma und das Usia-Block. Also sobald du einen Energieblock gesammelt hast, wird beim Treffer der durch den nächsten Standardangriff auf den Schlag oder Angriff im Fall die gespeicherte Energie freigesetzt. Dies ist praktisch, wenn du Orte wie Fontaine erkundest. Mithilfe der Energieblöcke können Figuren den Griff von Usia und Pneuma zunutze machen, selbst unter Wasser. Die meisten Figuren aus Fontaine verfügen über Arke, mit der sie über Kraft eines entsprechenden Typs unter Wasser entfesseln können, ohne dabei Pneumosia-Energieblöcke einsetzen zu müssen. Die Natur der Lebewesen im Boden, der Luft und der Gewässer, der existieren. Sollten die 2 Arten unterschiedlicher Energien zusammenfließen, wird durch deren Annihilation eine noch stärkere Energie erzeugt, mithilfe derer die zahlreichen Uhrwerkmecher Fontaines angetrieben werden. Natürlich ist die Energiezufuhr des Maschinen nicht stabil, sodass eine Usia- oder Pneuma-Energiesignatur aufweisen können. Bei einem Angriff der gegenseitigen Signatur ist möglich. Ich weiß nicht, was Pneuma und was Usia ist. Das haben sie mir noch nicht gesagt. Offensichtlich bist du Usia?
da ist das Ding. Wie lange hältst du denn noch? Okay, das aktiviert das. Tschüss. Das ist die Kampfmusik. Piece of cake. Na du, ich habe gerade nichts draußen, was Schaden macht, also. Jeder hat kein Gear an. Wahrscheinlich ist Kuckubi die stärkste gerade hier. Ja, ich muss mal gucken, ob ich jetzt meine Dailies umstellen kann. Nach hier. Kann ich nicht. Muss ich dafür noch mehr erkunden, oder? Wahrscheinlich ist das der Grund. Das kann sein. Dann mache ich das mal schnell. Ich habe hier nicht einen. Das ist natürlich ärgerlich. Warte mal, war da einer verdeckt? Nee. Welcome to the Clementine Line Aquabus. This boat tour will take you to the magnificent Court of Fontaine, the most important city in our nation. I'm Aval, and I'll be your tour guide for this trip. Even though I'm not as reliable as Elfan from the Navia line, I'll still do my very best. And if you're dissatisfied with anything, feel free to let me know right away. Oh, wait a sec. Please contact a staff member with your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. Back on topic. The destination of this trip will be the Court of Fontaine. If you'd like to learn more about the latest technological developments in Fontaine, the hottest new trends in cuisine, or upcoming sensational trials, please subscribe to the Steambird. Von Fontaine, das ist doch da oben. Muss auf jeden Fall vorher abspringen, Freunde. Kann ich das überhaupt? Oh Gott, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kann ich, ja. So eine schöne Welt hier. Da drüben waren sie. Wasserausdauer.
Nom 5. Ach, guck an. Ah, okay. Bei der Motion haben sie sich was Neues ausgedacht, um ne, die zwischen die Beine Kamera, guck dir das an, da ist überall so komisches Wasser. Ja, ist doch besser so, glaube ich. I must admit. Aber Num 5, das muss ich kann ich hier stehen? Ach, guck mal. Die hat aus irgendwelchen Gründen ein Schild. Also macht Schaden sogar. Was genau bist du? Ach, du gibst mir das. Ach, wenn ich das absorbiere von dem, dann habe ich diese Fähigkeit. Ah. So, was ich jetzt noch nicht kapiere ist, hier soll unter Wasser irgendwo... Oh, Nom 5 ist richtig kacke. Muss es auf X oder so setzen. Schön, dass man hier unter Wasser atmen kann, finde ich ganz cool. Oh. Das sieht böse aus. Das will ich jetzt nicht. Hätte erst den oben holen sollen, scheiße. Nicht tief genug zum Tauchen. Laber nicht, warte mal. X oder Y oder so fände ich gut. Da komme ich wenigstens noch ran. Tastenbelegung. Gehen, laufen. Echt? Mit was denn? Sich fallen lassen. Scheiße. Okay, probieren wir mal die Taste. Auch nicht. Hier ist keine Taste mehr frei, Freunde. Caps Lock. Ich sehe zwar nichts, aber... Sag bloß, ich will mich jetzt wieder da rein. Ach, scheiße. Führt sie. Aber ich kann auch anscheinend einfach nach oben drehen, die Kamera. Das ging vorher nicht. Aber jetzt geht es. Guck mal, jetzt kann ich die Kamera ganz nach oben drehen. Ob das nur unter Wasser geht?
Das ist ja cool. So, was ich eigentlich wollte, war... Genau. Dorthin. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Sind da Hydrosiegel drin? Ist jetzt die Frage. Nö. Kriechen die da näher? Wir sind aus Wasser. Was soll ich denn jetzt machen? Ja. Vielleicht kann ich schnell noch was anziehen, dass sie wenigstens Schaden machen kann. Scheiße. Crit. Hier, Kirara, die braucht das wohl gerade nicht. Während des Kampfes nicht möglich. Okay, dann bin ich jetzt... Warte mal kurz. Aua. Ja, das hier ist mein Freundschaftsfarm-Team. Einfach nur alle, die noch Freundschaft brauchen. Deswegen bringt das hier nicht so viel. Ja, und das habe ich jetzt selbst korrumpiert, das Team. Nicht das. Let's go out and play. Oh, die hat kein Leben und die ist tot. Was ist hier los? Stabilize. Mach das nochmal. Order guide you. The fuse is lit. What do we have here? Hydrosiegel. Ah, guck mal. Da sind sie drin. Born of ice and frost. Ihr hattet eine Truhe, ne? Ja, ich komm schon. Für eure Truhe komme ich. Solidify. All hail. No touching. Lupe, get them. Time for a light show. Ich weiß nicht aus... Ach so. Ach, damit habe ich die Wasserdings kaputt gemacht. Wo ist er? Da. Ach, du bist ein Gegner. Das habe ich nicht geschnallt. What do we have here? Geilo. Okay, warte mal. Plü. Plü. Gather. Access denied. Out of the frying pan, it's... Ja, vielleicht ein bisschen Overkill. Aber was soll's. Ey. Ach, Ausdauer leer. Ach, hey. Schwein gehabt. Oh, da habe ich noch
noch was gedroppert. Da ist ein kleiner... Oh, was bist du denn, Alter? Ich wollte sagen kleiner Teleporter, aber das Ding ist natürlich nicht klein. Yes, yes! Oh, 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 oh. Ach so. Mechanisches Zahnrad, okay. Ist auch irgendeine... Ah, das ist dieser kondensierte Kristall, ja. Brauche ich für die Blaupläne, ja, genau. I know. Kondeszenz. Kondeszenz. Kristall, okay. Kondeszenz. In dem Team wird sich doch noch Nihida ganz gut machen. Haben die hier dafür übelst Animationen gemacht. Krass. Ich habe immer nur noch 4 Teams. Kann ich irgendwann mal mehr als 4 Teams machen? Das wäre cool. So. Ach, scheiße. Lumidus. Glockenblume. Oh. Kann auch 5 gleichzeitig, ja? Born of ice and frost. Fire hazard. Ah, von die brauche ich Hydro. Ah. Egal. Komm, nicht aufregen. Da ist nur ein Pneumakern, das ist kein... Eine fette Truhe. Kochend heiß. Okay, das ist nicht gut. Wassermengen Erkennungskristall. Ein Kristall war ursprünglich dafür konzipiert, die Feuchtigkeitsgehalt in der Umgebung zu messen. Letzten Endes reagiert sie aber nur auf ihren eigenen Feuchtigkeitsgehalt. Fortlaufendes Element, wenn fortlaufendes Element Hydro auf sie einwirkt, können vielleicht das passieren. Das an. Wo hast du den denn gesehen, Spiel? Dass du mir jetzt eine Erklärung dafür gibst. This world is full of unsolved mysteries. Mhm. Ja. Fortlaufend Hydro, ja.
Was tut es? Jetzt ist er darüber geflogen, okay. Geheimnisvolles Hydrogranum. In einem Land wie Fontaine, in dem das Hydroelement allgegenwärtig ist, ist es natürlich, dass es so etwas Wunderbares wie ein Hydrogranum vorkommt. Sammle 3 Hydrograna, um einen Hydrokern zu bilden, der die Umgebung kontinuierlich mit dem Hydroelement versorgen vermag. Selbst wenn keine 3 Hydrograne zusammenkommen, sie einen Hydrokern bilden. Die Figur muss sich dafür nur in einer Situation befinden, in der sie kontinuierlich vom Hydroattribut betroffen ist. Ach so, es ist einer von mehreren. Ah, okay. Now I get it, I think. Au, 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 au. Habe ich Schaden bekommen, weil ich darüber gelaufen bin? Ich brauche jetzt mindestens einen Charakter, der irgendwie Schaden macht in diesem Team. Let's go out and play. Ja, mal das aus. Busted. Over here. Xenochromatischer Kristall. Hm. Da oben ist noch eine... Brauche ich noch eine dritte? Da oben. Oder? Quietly now. Time for a light show. Was bist du? Ah. Oh. Zufällig die richtigen Dings dabei, hm? Okay. Interesting. What? Apropos Shen, hast du nicht mal das ein komisches Gefühl? Das ist doch egal. Ja, theoretisch. Denk nur, zu welchem Zweck, warum die sie hierher gebracht hat. Manchmal kann das irgendwie zu versagt sein. Aber manche Fragen gehen einfach nicht weg. Kopf ein paar Mal schließlich kreisen, Kopf, warum schöne Geisterohr. Irgendwie ein paar Mal im Verdacht, dass alle Rätsel wird diese Abenteuer aufgestellt werden. Das Ziel, Abenteuer auszubilden. Die Ruinen und Trümmer der gleichen gefährlichsten, vielleicht so möglicherweise tödlichsten Vorrichtungen. Die meisten Rätsel der Wildnis vergleichbar sind. Boah, ich wollte mich jetzt nicht unterhalten. Die Sitzung Rätsel muss von einem neuen Abenteuer eingerichtet worden sein. Es malte ihm meine Erfahrung, deshalb sieht es so komisch aus. Damit klingt doch vernünftig, oder? Also sie lassen Leute ausbilden.
Bitte auch Gott, ich habe jetzt keinen Bock, die Scheiße zu lesen. Fuck you. Feig, barmherzig zu anderen zu sein, bedeutet grausam, sich selbst zu sein. Wozu denn plötzlich? Hey, kleines Mädchen, ich bin ein gewöhnlicher Niemand. Sieh mich an, vor dir steht Salsa, eine große Malerin, die kommt der Kunstwald schultert. Hat Paimon gemeint? Natürlich nicht, guck mal, ich bin viel größer als du. Ich bin zwar noch nicht so groß wie dieser Herr, aber Mama hat gesagt, dass wenn ich viel Milch trinke und schon regelmäßig schlafe, werde ich bald größer. Wow. Juhu, große Schwester Salsa. Spiel nicht mit. Übrigens, warum bist du hier, Salsa? Ein Zeichenbrett? Ja, die Aussicht hier ist toll und perfekt ist zum Skizzieren. Hässlichen Dinge nicht gebe, mein Gemälde ist schon abgeschlossen. Also, große fliegende Mädchen, seid ihr auch zum Skizzieren hier? Gute Wahl. Man vergessen sich vorzustellen, der Name ist Paimon, eine kleine fliegende Mädchen, er ist Chen und wir sind der Abenteurer umreisen. Mitglieder des bösen Organisationen. Kleine fliegende Paimon nicht gesagt, bösen grünen Männer, die in bösen Organisationen waren, die diesen hässlichen Dinge hierher gebracht haben, die Landschaft verschandelt haben. Ich steckte den bösen grünen Männer unter eine Decke. Was soll ich nur tun? Man sagte doch, dass der Name ist nur, ach egal. Können wir dir irgendwie helfen? Immerhin ist denn ja mit der Abenteuergilde. Ihr werdet also von eurer dunklen Seite ab, das ist der richtige Weg. Wir sollten zusammenarbeiten, böse Organisationen zu Fall bringen und keine hässlichen Dinge jemals wieder mit den Augen aller Welt verletzen kann. Paimon versteht das aber nicht so ganz. Was genau müssen wir denn tun? Können wir nicht wirklich ins Hauptquartier der Abenteuergilde stimmen, oder? Papa hat gesagt, da muss man einen Schritt zum anderen machen, also sollte man unmittelbaren anstehenden Aufgaben beginnen. Und den Paimon hilft den hässlichen Dingen zuordnen. Ist gar nicht so schwer, wenn es halt die großartige Malerin hat Rat oder zur Seite steht. Also macht euch keine Sorgen. Na gut, lass uns mal versuchen. Gott, was zur Hölle? Wie bin ich da jetzt hingeraten? Ich wollte doch hier, so wie die Zeiten da nicht auf trockenem Pflaster wachsen, der Flussbett und dem Wasser nicht aus dem Regenbogen geeignet. Gegenstände unterschiedlichen Materialien benötigen ebenfalls ihre eigene Umgebung. Kristallvorrichtungen sind nicht nur für schlammige Böden geeignet. Vorrichtungen würden besser in eine künstliche Umgebung passen oder anders gesagt eine weniger natürliche Umgebung. Ziere. So ist es gut, so ist es gut. Schau, wie viel schöner es aussieht. Die Punkte und Linien in den Flächen der harmonisch aufeinander abgestimmt und jedes Detail trägt dazu bei, dass das Gesamtbild der Auge des Zuschauers besser gefällt. Es gibt auf der Welt keinen hoffnungslosen Müll, nur falsch eingesetzte Ressourcen. Papa hatte doch recht. Ich danke euch für die harte Arbeit, da durch euren Kampf in der Welt im weiteren Schritt eine schöne Richtung gemacht. Wir haben einfach getan, was wir konnten. Auf jeden Fall sieht es nach dieser Anordnung viel angenehmer aus. Es ist nur eine leichte Veränderung der Stellung und schon ist das unangenehme Gefühl weg. Paimon dachte, Salsa wäre nur eine kleine Schwätzerin, aber sie versteht wirklich etwas von Kunst, der Komposition und der Rahmung. Was? Sind wir nicht die Kameraden, die gemeinsam gekämpft haben, um die bösen Organisationen zu besiegen? Ich bin so traurig, dass wir nicht immer diese Art von Vertrauen zueinander haben. Ich bin so traurig. Es ist nicht so, dass Paimon kein Vertrauen in Salsas Fähigkeiten hätte. Es ist nur so, dass... Oh, bitte sei nicht traurig. Oh je, das war's. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hätte fast vergessen, heute werden Mama und Papa nach Hause kommen. Kommen sie normalerweise nicht nach Hause? Naja, immerhin sind Mama und Papa sehr gut in dem, was sie tun. Großartige Menschen sind immer auch sehr beschäftigt. Bin jetzt zwar auch beschäftigt, aber ich bin immer noch nicht so sehr erfolgreich. Wenn ich später eine große Malerin werde, dann kann ich genauso unvernünftig sein wie Mama und Papa. Diesen Zusammenhang zwischen erfolgreich werden und unvernünftig sein? Denn der Tag, an dem Mama und Papa nach Hause kommen, ist der Tag, an dem sie meine Hausaufgaben überprüfen. Aber solange ich nicht Schreibtisch zu den Hausaufgaben mache, egal ob ich schon fertig bin oder nicht, würden sie mich sagen: Salsa, kleine Salsa, du machst deine Hausaufgaben nicht, du werkelst die ganze Zeit nur mit den Pinseln und Farben herum, was soll nur aus dir werden? Selbst wenn ich das nicht sage, Hausaufgaben fertig gemacht habe, werden sie immer noch viele Dinge auszusetzen haben. Sie sind total unvernünftig, aber weil sie so erfolgreich sind, kann ich sie in der Debatte nicht gewinnen. Also muss ich an den Tagen, an denen Mama und Papa nach Hause kommen, so tun, als würde ich an meinen Hausaufgaben arbeiten, ob sie schon erledigt sind oder nicht. Auf diese Weise haben sie nichts zu sagen.
Wenn ich so gut werde wie sie, nein, wenn ich so erfolgreich bin wie, erfolgreicher bin als sie, dann werde ich genauso vernünftig sein wie sie. Diese Dreh von Paimon irgendwie nicht richtig. Ach nein, ich bin nur schon wieder so lange aufgehalten worden. Wenn ich nicht bald nach Hause komme, schaffe ich es nicht. Herr Shen und kleine Paimon, schön euch getroffen zu haben. Danke für eure Hilfe. Ich gehe jetzt nach Hause. Sei vorsichtig auf dem Weg. Fallt nicht hin. Sagt sie rein mit ihrem Zeichenbrett und der kleinen Kiste den Zeichenbrett weg. Wie ein Wirbel. Heutzutage mit den Kindern sind Kinder ziemlich gefordert, aber zum Glück hat Paimon eine kleine Hausaufgaben gemacht. Keine Aufgaben zu machen. Kleine Paimon, du machst nichts. Hör auf damit. Paimon will das nicht hören. Okay. Das war ja ein sehr schneller Klick, den ich jetzt hier aus Versehen getätigt habe. Dabei wollte ich nur das Rätsel zu Ende lösen, was ich da unten angefangen habe. Weil ich der Meinung bin, da fehlt noch einer. Und der eine war hier im Gebüsch. Da. Piece of cake. Mit Lynette kann ich das aufmachen. Weil die aus irgendwelchen Gründen Pneuma anwendet. Das ist sehr merkwürdig. What? Was war das jetzt auf einmal? Da war irgendwas. Egal. So, vielleicht sind es ja auch nur die zwei. Heiß. Und was mache ich jetzt damit? In diesem Hydrokern? Ah. Da hat er sich versteckt. So this is the thrill of adventure. Wo zur Hölle? Hallo? Why? What? Wieso tust du das, Spiel? Alter. Kannst du mich jetzt auch zurückbringen? Wahnsinn, ey. Gotcha. Den Hydrokern platzieren. What?
Ey, what? Also ich verstehe, worum es hier geht, glaube ich. Jetzt. Weil anders bekomme ich da den Hydrokern nicht hin. Ich muss diese lange, beschwerliche Reise machen, damit ich dahin an diese Stelle einen Hydrokern bekomme, um den dort einzusetzen. Aber so. Warum das Portal jetzt direkt da bei dem Dings war, das ist natürlich... Ich hole jetzt erstmal das Teil da. Das, bevor ich jetzt hier gar nicht mehr... Die kann schnell laufen, die kann schnell laufen. Hier kann sie sich auch heilen. Zack. Easy peasy. Ausnahmsweise ja mal nicht so groß, das Gebiet. Okay, gehen. Erkundung des Landes. Heißt das, ich kann jetzt hier... Kann ich nicht. Ich habe vergessen, mit was das was zu tun hatte. Genug Teleporter freischalten oder so. Kacke. Take it easy. Das ist eine Zielherausforderung. Der geht nicht so gut, wie es sollte. Treasure. One way to draw your target out of hiding. So. Allow me. Ich habe ihn hoffentlich noch. Keine Ahnung. Habe ich ihn noch? Ich habe ihn noch, aber... Trust and rebuild. Haben die mir dazu eine Erklärung gegeben? Ich bin nicht sicher. I'm not sure. I'm not particularly sure. Ob das so funktioniert hat? Also mache ich erst einen Hydrokern und gehe dann in den Teleporter? Ist das der Deal? Noch
nicht? Das hat nicht funktioniert. Oh, fuck. Ich glaube, ich verstehe das nicht so ganz. Ich lese das nochmal kurz durch. Hm. Ja, so im Wasser sein oder was? Okay, ja. Ich kann es hier, wenn ich so hier rumfliege, nicht sehen, ob ich noch ein Hydrogramm habe oder nicht. Jetzt ist es weg. Also das scheint nicht des Rätsels Lösung zu sein. Sind hier irgendwo irgendwelche... Kein Plan, Bro. Kein Plan. Was ist das? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Take it easy. Zip on up. Muss glaube ich mal eben nachgoogeln. Take it easy. So, Daily Quests für Gebiet freischalten. Genshin. Hm. Mhm, mhm. Achtet darauf, dass ihr vorher... Ach, die sind alle so witzig, ey. Oh Mann, ich hasse alle Menschen. Diese Seiten, auf die man dann kommt. Schrecklich. Da. Okay. Ja, das ist ja unter Wasser, war. Ist hier irgendwo Wasser? Nö.
Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist immerhin Level 1. Marcotte. Ungewöhnlich. Das ist bestimmt mitten auf der Bergspitze. Oh Gott. Die Frage, ob man da so ohne weiteres hochkommt. Elinas. Take it easy. Ja. Dann kraxeln wir mal ein bisschen, oder? Kraxel, 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 Kraxel. Ja. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Das ist höher, als es aussieht. Ich könnte einfach ein paar Dingens nehmen, ne? Ein paar Charaktere, die besser mit sowas umgehen können. Ich hoffe, wir können ihn noch stehen gleich. Und wird's hier gleich. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Dieses Ausdauersystem kann mir nicht helfen, aber beim Erkunden finde ich das nervig. Beim Kampf und so kann ich das alles nachvollziehen und das ergibt doch alles Sinn und so, aber beim Erkunden finde ich das nervig. Du machst dein Ding. Erst nach links. Ja, machen wir gleich. Ha. Da ist er. Take it easy. Ja, keine Ahnung, was da für Voraussetzungen gelten, damit ich die Dailies auf Inazuma einstellen kann. Eine gute Frage.
Hier sind überall diese Kreise, diese komischen. Was zum Fick bist du denn? Wahnsinn, ey. So viele neue Monsters. Hi, ne? Ist die Flora jetzt hier dynamisch oder was, dass ich jetzt diese komischen Bücher... Keine Ahnung. Bist du an diesem Ding gefangen oder was? Ja, da unten ist er doch. Keine Ahnung. Da stehen 2 Melusinen. Einfach so rum. Das sollte ich ja jetzt tun können, ohne zu sterben, richtig? Ah. Wunderte mich schon. Das? Wunderbarer Wasserball. Ein mysteriöser Apparat, der anhand eines Gegengewichts in der Lage zu sein scheint, den Wasserdruck in einer bestimmten Tiefe zu erkennen. Kann sich unter dem Einfluss von Faktoren wie ein Hochdruck-Wasserstrom fortbewegen. Aus unerfindlichen Gründen wird der ringförmige Apparat aktiviert, wenn er mit dieser Kugel in Berührung kommt. Wunderbarer Wasserball. Das ist dasselbe. Was genau soll ich tun? Ich hab's nicht ganz geschnallt. Seepocke. Unangeschosse auf jeden Abfeuer, der in die Quere kommt. Halte, während du den Panzerschild benutzt, gedrückt, um eingelegte Angriffe zu abposieren und Energiegeschosse freizusetzen. Denn wie du mir, so ich dir. Ah, da bist du. Ah. Oh. Was verstehe ich hier nicht? Das Ding muss da rein, richtig?
Oder nicht richtig? Was ist? Ja, ich habe ja keine Möglichkeit, das Ding... Okay, nochmal lesen. Nochmal lesen. Geht von einem unterschiedlichen hohen Druck aus. Die Figuren einige Objekte zu bewegen vermag. Mit dem Panzer lässt sich der Unterschied... Ja, okay. Auch das verstehe ich. Lage zu sein, scheint den Wasserdruck einer bestimmten Tiefe zu erkennen, kann sich unter Einfluss von Faktoren wie Hochdruck, Wasserstrom wird der geringförmige Apparat aktiviert, wenn er mit diesem... Okay, ja, gut. Ich muss den also da reinkriegen. Aber... Ah, muss das blocken und oh Gott, das war viel zu kompliziert für mich. Und das war noch nicht mal alles anscheinend. Ja, hier ist tatsächlich noch einer. Okay, der geht rein. Okay. Oh mein Gott. Okay, das war viel zu kompliziert. Für so ein kleines Rätsel. Da drin? Okay, dich habe ich eigentlich gesucht. Du warst der Grund, warum ich hier überhaupt angehalten habe. Da ist ein Telebrot, tatsächlich. Okay. Okay. Ja, gehe ich erst dahin. Noch höher? Oder geht's da einfach wieder zurück? Noch höher? Nice. Gibt's auch immer direkt die richtig fetten Truhen, ey. Das schon
Okay, okay. I take it. Da geht's ja richtig tief runter. Geht das mal an, ey. Wahnsinn. Eintrag zu versunkener Ruhm. Wahnsinn. Krass, wie schnell ich jetzt hier schwimmen kann. Das ist schon ein bisschen geil. Zack. Ah ja, die Gezeitenalgen. Stimmt ja. Brauche ich auch. Oh nein. Und aufpassen, dass man nicht auftaucht. Hier ist eine Quest. Okay, nee, noch nicht. Gibt so viel Unsinn. Oh, anscheinend vertrauenswürdiger Ritter, bitte hilf uns. Tatsächlich bin ich recht vertrauenswürdig. Petit Chou ist von den bösen Schergen des Narzissus umzingelt. Müssen ihr helfen? Petit Chou? Narzissus? Den seltsamen Namen erstmal beiseite. Die Situation scheint dringend sozusagen, also machen wir uns schnell auf den Weg. Danke, mein Name ist Ann und ich bin ein Mitglied der Abenteuertruppe des Narzissenkreuzes. Bitte folgt mir. Ich will doch nur den Teleporter. What? Ich wollte doch nur den Teleportbohr. Mission. Warum kann ich das hier immer noch nicht auswählen? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht, weil ich die heute noch machen muss oder so. Nein, ich mache jetzt nicht die Narzissen-Scheiße. Was stimmt denn nicht mit dir, Spiel? Oh Gott, was ist denn das für eine mega hohe Mauer? Take it easy. Oida Verwoida. Der steht hier einfach so.
Ich habe schon ein paar Teleporter, aber... So. Ich google nochmal. Vielleicht finde ich ja noch was. Oh Mann. Ich finde es nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen erkunden oder so. Kein Plan. Was ich ja gerade tue. Also. Alles cool. Die habe ich schon besiegt. Vielleicht darf ich auch keine Dailies offen haben. Mache ich einfach mal die ich habe. Warte mal. So. Ja, hier habe ich alle drei, die Freundschaft brauchen gerade. Kämpfen. Okay. Machen wir es so. Take it easy. Over here. Gotcha. Refuge. Hold the left. The fuse is lit. That didn't count. Oh, ja. Should replace my hammer. Busted. Things are about to get dicey. Cue the spotlight. Surprise. Time for a light show. I wasn't done the wrong time. Wo kam da jetzt der ganze Damage her? Hast du Gear an? Ja, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Okay, du hier, dich. Da muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist okay. Na, guck mal. Ein paar von den Sachen habe ich sogar schon. Has been heightened. Da jetzt noch Schnauf, weil ich die Glockenblume nicht habe. Oh, aber das passt. Es würde nur irgendein Gear besorgen. Irgendwas, was ich noch rumfliegen habe.
Ciao benutze ich gerade eh nicht. Also. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Schaut gar keinen Kopf an, richtig? Habe ich den bestimmt schon mal weggenommen. Scheiße da. Ja. Oh, Schwert. Ein paar ordentliche Schwerter, welche wir haben. Könnte auch das Windfalken. Egal. Macht nur physischen Bonus. Ah, Crit. Ja, das ist doch ganz okay so. Das heißt nicht Dailies, ne? Wie heißt denn das? Missions? Kannst du damit über Wasser laufen? Nein. Kannst du damit über Wasser laufen? Nein. Aber du. Ja, oh, Minenfeld, ey. Lecko funny, ey. Aber warum habe ich Jelan jetzt nicht equipped? Mal kurz gucken, warum ich das nicht getan habe. Bin mir nicht so ganz sicher. Habe ich irgendwas Wässriges, womit ich sie equippen könnte? Sieht schlecht aus. Egal, dann Kirara oder so. Wo ist er? Crit Schaden. So. Jetzt ist er weg. Wieso? Wo sind die anderen Dinger? Da. LP? Nee, das ist doof. Irgendeine unbenutzte hier oder wenig benutzte.
Hydroschaden. Ja, das ergibt jetzt hier keinen Sinn mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht irgendwas mit Hydroschaden nehmen. Natürlich muss ich die anderen vorher ausmachen. So, Hydroschadensbonus und Crit Damage. So. Ah ja, okay. Irgendwo ein Set? Nö. Egal. Wer braucht Set-Boni? Set-Boni sind alles Lügen. So. Hauptsache gute Werte. So, was habe ich hier? Polarstern. Aber warum nicht? Ist das Aquila Nova? Ich weiß es gar nicht. Here comes the catch. Over here. Hold the line. Time for a light show. You win. Taste my blade. Oh, was bist du denn hier? Busted. Rest and rebuild. Jetzt rennt der weg. Was? Was zur Hölle? Rennt der weg? Ich fasse es nicht. Ich teste jetzt nur, ob wenn ich die gemacht habe, ob ich das dann umstellen kann. Das ist mein Bestreben. Ah, jetzt kann ich wieder nicht wechseln. Ja, genau. Ja, genau. So. Okay. Kann ich das jetzt umstellen? Nein. Aber warum nicht? Ad Astra. Thank you for Ad Astra. Ah ja. Das habe ich ja jetzt auch noch. Aber das ist okay.
fragen, was bringt die mit? Fontänen. Hm. Nö. Ah, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, dass man das umstellen kann. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, Jelan habe ich jetzt. Lunette braucht die Dinger hier, also. Gute Frage. Porte ich dahin? Porte ich da? Porte ich dahin? Und wieso respawnen die? Das ist merkwürdig. Okay. Ärgerlich. Quietly now. Time for a light show. Ouch. What the fuck? Game's up from Silva. Hallo? Cue the spotlight. Over here. Wie wär's denn mal mit der Heilung? Mein Gott. Gotta watch it. Here come the fireworks. Taurus, right from you. Oh Gott. Surprise. Busted. Fire hazard. Irgendwie hat der vorhin nicht so rumgenervt. Oh Gott. Quietly now. Hold the line. Over so through. Mhm. Ja, so viel zu. Mit dem Team wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja. Was soll's. Die brauche ich für Lynette. Muss ich jetzt noch zweimal machen, aber das mache ich nicht. Mit dem Team. Ja, blöd, dass ich jetzt meinen Traveler wieder zu Dings gemacht habe, ne? Ich glaube, das muss ich noch mal wieder revidieren. Und man hier eben, die könnte man ja eigentlich eben schnell abgrasen. Ne? Mach ich mal eben so. Jetzt bin ich ja mitten in der Stadt. Das ist ja dumm. Warte kurz. Ist das hier ein Gebäude, wo man reingehen kann? Nein. Palast. Mermorium. Mermonia. Okay. Nur rein aus Interesse. Was geht hier ab? Für den, okay. Palast hätte ich mir jetzt anders vorgestellt.
Gut, haben wir das auch mal gesehen. So. Take it easy. Take it easy. Das ist echt eine gute Frage, womit das zusammenhängt, dass man hier Dailies machen kann. Geht es um den Gesamtfortschritt in der Welt oder? Oh, schwierig. Ich weiß es nicht. Einfach nur um die Teleporter oder muss ich den Typen für Ruf ansprechen? Probiere ich auch nochmal aus. Oh, Kelch. Take it easy. Die ist ganz schön flott unterwegs hier, die. Die Jelan. Take it easy. Ich wünsche, ich würde hier mal öfter diese Schwärme finden, die meine Ausdauer wieder aufladen. Könnte man wesentlich länger schwimmen. Da bist du. Hat schon was Entspanntes so. Hier so lange zu pummeln. Ja, ich sehe keine Ausdauer-Dinger. Da.
Das geht schon echt flott hier. Muss man mal so sagen. Mit den Teleporter, einen nach dem anderen. Was seid ihr denn für... Ah. Aber die sind... Ah, okay. Weil ich schon unter Wasser bin, ne? Sind die schon aufgekeimt. Einfach abgezogen. Easy. Leute. Hier ist echt krass viel los unter Wasser. Muss man ja mal so sagen. Okay. Jetzt haben wir wieder ein paar geholt. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Nein. Dann muss ich mal eben gucken, dass ich hier vielleicht den finde, wo ich denn... Abenteuergilde, da... Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Unvergesslichen Aufenthalt. War es das, was ich tun musste? Mit Catherine reden? Nein, das reicht auch noch nicht aus. Okay, das ist die Werkbank. So ein Rufdingen. Haben die alle nicht, oder? Wahrscheinlich muss ich die Hauptquest erst durchquesten oder so. Oh Gott. Keine Ahnung. Nichts. Cool. Na gut. Can we play banker next time? Exactly. But none of them believe me. Yep, you're right. So, was habe ich da entdeckt? Mecha-Typ subaquatische Patrouille. Einige der Schwachpunkte der von Thema Seegräser leuchten. Zählen nicht, die Schwachpunkte müssen innerhalb kürzester Zeitspanne vollständig mit der Kraft von Thema Wasserklinge durchtrennt werden. Ansonsten wachsen sie nach. Ja. Verstehe. Und keiner hat mir jeweils die von Thema Wasserklinge erklärt. Ja, vermutlich kommt das alles in der Dingens. Was bist du? Ein Säckli?
Tonta. Hm? Einfach nur ein Shoppe. Wobei mir gerade auffällt, das muss ja auch gar nicht hier sein. Das kann ja auch woanders sein. Was ich suche. Schwierig, keine Ahnung. Ich glaube, es hängt tatsächlich, muss tatsächlich mit der Dings zusammen. Also die Hauptquests machen. Es hängt mit der Hauptquest zusammen. Boah, so langsam tut mir auch schon mein Hintern weh. Stehe ich gar nicht. Bin nur erst 5,5 Stunden am Sitzen. Oi. Ja, da wollte ich hin. Take it easy. Kolumnistin vom Dampfvogel. Das ist unter Wasser. Wahnsinn. Naja, gut. So langsam werden wir hier ja was. Was bist du? Das Kaisers Entschluss. Okay, jetzt machen wir nochmal hier eben. Da habe ich wohl rein zufällig genau das Material gesammelt, was ich für Dingens brauche. Für Lynette. Eine gute Frage. Das ist ja Quatsch. Chivalry will never die. Begräbnis. Haha. Stabilize. No touching. Glaze over. Rain outlines your fate. Know my sword. Access denied. Gather. Rain out. Finds your fate. Witness the power of Guwa. Know my sword. Fire hazard. Kaputt. Kann ganz schön nerven. So. Einmal noch. Dann die richtigen, ne? Ja. Das sind die richtigen. Brauch nur davon mehr. Das Haus von Tee. Ach Gott, okay. Ja, die Müdigkeit stellt sich an. Naturenzyklopädie, Spurensuche im Reich des Wassers. Das Abenteuer geht weiter. Paimon sind nicht in Verteidigung gekommen. Reich des Wassers erwarten euch unzählige wunderschöne Besonderheiten und Landschaften. Hm?